Aus Slowenien kommen sie und sie sind wunderschön. Und alles, was irgendwie Adria anpackt, ist ein bisschen anders wie der Rest auf dem ganzen Markt. Und das macht euch das Leben sehr einfach, denn man hat nicht das Gefühl, man sitzt in einem, ich sag mal, Wohnwagen nach alter Manier, sondern man sitzt ganz oft in einem kleinen Apartment. Ich grüße dich, Sergio. Hallo Sven, das stimmt definitiv. Wir bekommen immer sehr viele Rückmeldungen von Kunden, die sagen, dass das komplett anders aussieht wie bei anderen Herstellern. Und das ist beim 613er definitiv der Fall. Ich finde es ein großzügiger Wohnwagen, der etwas anders ist, wirklich. Wir sehen es gleich drinnen. Ja. Ich zeig mal gerade so Besonderheiten, die richtig ins Geld gehen, sind runde Fensterformen, die da sind. Sie fallen zunächst mal gar nicht auf, aber sie machen unglaublich viel Licht. Da habe ich eine böse Vermutung, dass wir ein Heckbett haben, oder? Das stimmt, ja. Ein Heckbett Schrägstrich eine Sitzgruppe. Also wir werden es gleich sehen, ist umwandelbar für den Tag, und in der Nacht hast du unten ein Doppelbett und oben ein Stockbett. So, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück. Breite 2,50? 2,50, also 2,46 genau, ja. 2,46, aber die 4 cm machen es dann auch nochmal aus. Die Seitenwände sind aus GFK oder wie Alles ist das? GFK, ja. Alles? Alles, ja. Ja, das ist ganz wichtig, denn die Unterschiede sind, wir haben hier keinen Holzaufbau, wir haben ein Sandwich. Das stimmt, ja. Hagel, Problem? Haben wir eigentlich gar nie. Gut, da muss hier es wirklich extrem. bei dem Fenster wäre ich mir nicht ganz so sicher, wenn da jetzt so ganz große Hagelkörner mit 10 cm Durchmesser, aber selbst das GFK federt, oder? Das stimmt. Also wir haben sehr selten wirklich Hagelschaden bei dem GFK-Aufbau. So, bitte einmal kurz mit der Faust mal draufhauen. Es gibt keine Dellen. Das ist also auch ein Riesenvorteil. Also da, wo andere natürlich aus, ich sag mal Alu, du drückst mal dagegen, es passiert mal, einer kommt mal dagegen, dann hast du hier eine Falz. Das GFK extrem widerstandsfähig, oder? Da gebe ich dir absolut recht. Also da hat alle Modelle von Adria, außer die Altea und Aviva-Reihe, hat eigentlich voll GFK. Ja. Unten der Boden GFK? Ja. Der Boden auch? Der sollte auch GFK sein. Probier mal. Ja. Sehr schön. So, da vorne, das ist die Ausgang für die Toilette, nehme ich an? Nein. Nein? Ist Stauraum. Ah, guck mal da. Hier eigentlich die ganze Breite vom Wohnwagen nach Stauraum. Krass, du kannst hier alles reinmachen. Zum Beispiel, weil auch hier kannst du die alte Heizung haben und ist durchaus Du kannst eine alte haben? Ja. Als Fußboden? Ja. Echt? Ja. Krass. So, das heißt, man könnte auch eine alte Flow kriegen auf Wunsch, oder? Das heißt, ich könnte also mit 2, 3 Personen durchgehend duschen. Citywasseranschluss? Müsste man optional halt installieren. Einfach nur fragen, könnt ihr machen? Ja, das geht. Okay, hier ist jetzt eine Truma drin, was ist hier drin? Eine 4er? Oder? Er hat die 4E drin, ja, mit der elektrischen Fußbodenheizung dazu. Oh, hier ist der Wasseranschluss. Volumen vom Wasser? 50 Liter. 50 Liter, okay. So, wenn man jetzt mal reinguckt, nein, das machen wir jetzt noch nicht. Wir wollen noch ein bisschen Spannungsbogen. Ihr habt viele Serviceklappen, denn ich sag mal, da tun sich viele schwer, Klappen einzubauen wegen der Optik. Schöner wäre es ohne Klappe, aber es ist so praktisch, muss man sagen. Denn guck dir mal den Schauraum hier an. Das ist unterm Bett, oder? Das ist unter dem Bett, ja. So, du kommst also von außen ran, du musst dich also nicht verbiegen. Der hat eine Aufbaubatterie, Autarkie? Jetzt standardmäßig nicht drin, aber sofern du halt einen Mover möchtest, macht es durchaus ohne Mover. Geht das nicht dann, ja. Okay, prima. So, auch die Klappe ist aus GFK? Ja. Gut, bitte einmal schließen. Ja, so muss das klingen. Bitte nochmal. Nochmal? Die Leute regen sich auf, dass ich das mache, aber mach nochmal zu. Richtig schön fest. Ja. Das ist GFK, das ist satt, oder? Das klingt gut. So, da oben haben wir jetzt in dem Fall doppelverglaste Fenster. Die sind aus Kunststoff. Ja. Das hat sich bewährt. Da gibt es eine Lüftungsposition, die können wir uns gleich mal angucken. Ja, klar, das ist die Zwangsbelüftung, wie es eigentlich fast jeder Wohnwagen haben sollte. Aber klar, die hast du hier. Ja, die Länge vom Wohnwagen? 8,20 Meter. 8,20 Meter mit der Deichsel? Mit der Deichsel 6,10 Meter ohne Deichsel. Der Aufbau. So, genau. Gaskasten, zeig mal. Die Klappe aus GFK hier. Das ist auch Kunststoff. So, jetzt gucke ich mal gerade. Hier vorne drauf. Hier siehst du also, das ist der Gaskasten mit drin. Du hast ein vollwertiges Ersatzrad. Muss man nicht mitnehmen, die Zuladung, was hat der für eine Tonnage? Der hat eine Zuladung von 388 Kilo. Okay, verstehe. 2 Gasflaschen, 11 Kilo, steht auf Gas, das ist ja Standard, aber die Elektropatrone, das ist natürlich schon was Feines. Wie ist die Isolierung hier in der Schweiz? Ihr kennt euch ja aus mit niedrigen Temperaturen. Ja, so eben wie gesagt, mit dem Wohnwagen kannst du auch durchaus Wintercamping machen, das ist gar kein Problem.
Die ist ein bisschen weniger wie beim Alpina, aber immer noch sehr ausreichend für eine gute Isolation. Aufpreis von der Alde ungefähr? In der Schweiz 1800. Ja, ist aber empfehlenswert. Wer sich auskennt, die Wärme eine ganz andere, ne? Definitiv, ich sage es nicht nur für die Wärme, auch wenn du Allergiker bist, ist die Alde definitiv die bessere Wahl. Es gibt keine Luftverwirbelung, das ist Konvektion wie zu Hause. Das können wir uns gleich mal anschauen. ATC ist Serie, ja, den? Nein, ist optional erhältlich für 560 Franken. Ja, ein Alco-Chassis. Gibt es das noch größer? Nein, das ist Einachs ist das Maximum, das du bei diesem Modell haben kannst. Schön. So, ich zeige mal gerade das Designelement hier vorne. Da hast du so einen kleinen Spoiler mit drin. Die Leiste, die Kederleiste ist so integriert, dass man sie kaum sehen kann in Wagenfarbe. In Wagenfarbe, ja, richtig. Das ist wirklich schön gearbeitet. Auch hier, das ist ja auf diese Saison hin neu gemacht, wirklich schön, auch um die Stabilität während der Fahrt eigentlich zu verbessern. So, du warst wahrscheinlich schon oft in Slowenien. Ja, sicher 5-6 Mal im Werk und? selber. Erzähl mal. Ja, also sicher sehr interessant. Also nicht alles automatisch, aber es wird immer moderner. Die haben über 1000 Mitarbeiter. Also ich war wirklich erstaunt, wie groß. Die haben, glaube ich, da auch das größte Werk, wo Caravan und Reismobil unter einem Dach gefertigt werden. Ja, das Starke hier ist, wir haben komplett GFK. Also am besten mal beraten lassen, die Unterschiede. Wir reden über ein langlebiges Fahrzeug, GFK nahezu unkaputtbar. Das ist so, auch die Schallisolierung, das ist da drin. Wir gehen gleich mal rein. Gut, die Fenster, da kommt noch ein bisschen was rüber. Aber die Seitenwände, das isoliert richtig, oder? Ja, also da spürt man sicher den Unterschied gegenüber dem Riffelblech oder wie man sagt, ja. So, Fliegengitter ist eingebaut. Wir haben eine breite Aufbautür. Breite Aufbautür, richtig. Ja, müsste ich jetzt mal raten, 65? 65, du bist informiert, Sven. Nee, ich habe nur geraten, weil wir eben die ganzen Vans gezeigt haben und die hatten alle 65. Aber breit heißt, du kannst also mit der Kiste einfach reingehen. Das ist das Coole, musst dich nicht verbiegen. Ja, jetzt kommen wir hier hin und du hast mir schon erzählt, der Grundriss, ich habe ihn noch nicht gesehen. Der hat es in sich. Erzähl mal. Und ich sehe schon, das wird ganz anderes. Ja, es wird ganz etwas anderes. Hier sieht man eigentlich das Tageslayout eigentlich. Hier hast du eine schöne Sitzgruppe, ich sag mal für die Kinder. Die haben eine eigene Spielecke, ich sag's mal so. Und du hast eigentlich nur das Bett hochgeklappt oben und du hast ein Stockbett. Und sonst hast du ein kleines Tischchen hier, kannst etwas sitzen, was auch immer lesen, zeichnen, was du möchtest. So, das Bett hochgeklappt heißt, diese Sitzlehne, also die jetzt im Moment da ist, das ist das Bett. Genau. Sag mal bitte, ganz kurz. Zeige ich dir. Denn es gibt ja schon mal die Möglichkeit, jemand fährt zum Beispiel nur mit 2 Leuten oder nimmt man das Enkelchen mit, ja. Und dann kann ich diese Sitzgruppe natürlich genial nutzen. 70 Kilo. Einfach auf die Finger ein bisschen aufpassen, weil könnte schmerzhaft sein, aber eigentlich ganz einfach. Hier hast du zwar keinen Lattenrost, aber ich sage, die Matratze, die ist genug dick. Und Das ist eine tolle Sache. Das ist der Rausfallschutz, gell? ja, genau. Das heißt richtig, wenn du mal zumachst, bitte, dass wir das mal sehen. Also, dass das Kind nicht rausfällt oder der Erwachsene, da kann man es reingehen. Das ist jetzt gedacht für Kinder bis 70 Kilo oder für leichte Personen, oder? Das ist so, ja. So, unten habe ich jetzt noch ein Bett. Unten hast du eigentlich nochmals ein Bett. Du musst hier den Tisch wegnehmen, dann kannst du hier den Rost ausziehen und dann eigentlich auskleiden. Und du hast hier eigentlich nochmals etwa 1,40 ein 1,40er Bett. In der Oder Breite. so, wie es jetzt ist, da wäre es dann praktisch so groß wie oben drüber. Genau, dann hast du einfach hier das Zwischenstück, das musst du dann natürlich wieder einsetzen. So. Boah, ist das ein genialer Wohnwagen. Das heißt, du hast diese Lounge-Sitzgruppe von eben, die du da hast, die Leute, die reinkommen, das ist ja ungewohnt. Du hast eine graue Lounge-Sitzgruppe, du hast dahinter ein richtiges Möbel, ich zeig's mal gerade. Genau. Das hat mit Wohnwagen denn gar nichts mehr von der Optik zu tun, oder? Das stimmt, das stimmt. Hierbei muss man einfach noch sagen, hier ist noch die Heizung versteckt. Also es ist nicht wirklich Stauraum, aber die Heizung ist wirklich schön hier. Aber die Ablage kann ich nutzen, um, ich sag mal, auf der Lounge ein bisschen zu lümmeln. Hier kann ich mein Tablet oder mein Notebook draufstellen. Genau. Das ist herrlich. Dann kann ich das wahrscheinlich so ausziehen, dass ich von der anderen Seite auch noch gucken kann, oder? Genau. Zeig mal bitte, wie das geht. Den TV-Halter. Ja. So, den ziehst du raus. Dann hast du hier die Möglichkeit und natürlich auch noch hier die Möglichkeit, Fernsehen zu schauen. Ganz wichtig, oder? Ja gut, abends mal Blick oder wie das bei euch heißt. Blick, ja, das ist einfach das Newsportal, aber es gibt natürlich den SRF bei uns. Den SRF. Genau. Und bei euch heißt die Nachrichtensendung wie abends? Tagesschau. Tagesschau, wie bei uns. Okay. Tagesschau. Gute alte Tagesschau. Ja, ich kriege ja kein SRF. Ich gucke kein Fernsehen mehr seit 11 Jahren. Aber die Tagesschau, die gucke ich dann ab und zu mal. Die Küche, wie zu Hause, was ganz anderes. Nicht so, ja, es erinnert gar nicht am Wohnmobil, oder? Nein, überhaupt nicht. Vor allem hier mit dem Granitlook. Ich finde es wirklich gelungen. Es ist mal etwas ganz anderes.
Es ist wirklich kein Granit, kannst du dir natürlich vorstellen, aber es sieht wirklich so aus. Ist es kein Granit? Nein. So, jetzt zeige ich mal gerade. Das ist das neue Bedienpanel, was ihr drin habt. Das war ein richtiger Gamechanger bei euch, oder? Ja, im Vergleich zum vorherigen Drehrad, Glücksrad, wie es auch genannt wird, sind wir hier natürlich schon nochmals eine Stufe jetzt besser geworden. Ja, das Ganze ist sehr, sehr leicht. Du hast also dedizierte Tasten für die wichtigsten Funktionen. Genau. Für Heizung. Du kannst alles zentral steuern. Ja, also die Heizung wird dann hier über das Truma-Panel gesteuert und hier hast du einfach auch die Informationen, die du brauchst, Temperatur, Wasserstandsanzeige, Batteriespannung etc. Das ist ja ziemlich 2021, oder was? Wir sind angekommen, definitiv. Okay, schön. Ja, ich kannte das davor nicht, muss ich sagen. Ich kenne nur das Neue. Fliegengitter ist integriert. Das ist ja normal. Jetzt hast du hier noch einen kleinen Schrank drin. Hier hast du noch einen kleinen Schrank für eine Jacke, Pullover. Das ist auch wichtig, gell? Skiferien und so, dass du was hinhängen kannst. Definitiv, definitiv. Das wird halt bei vielen Wohnwagenmodellen eigentlich bemängelt, dass irgendwie ein richtiger Schrank fehlt. Der Schuhschrank ist klasse. Schuhschrank ist klasse, ja. Dann ist so ein Abtropfblech dabei, wenn du mal vom Schnee kommst oder so, dass du da die Schuhe draufstellen kannst. Ja, das ist eigentlich eher gedacht für die Küche, so viel es mir ist, weil wir haben das hier verstaut, dass es hier nicht rumfliegt. Das ist eigentlich hier für die Ablage. Ich zeige es dir schnell. Ja, bitte. Kannst du das da reinlegen? Oh, ich hätte es jetzt für die Schuhe geholt. Also kann man natürlich auch als solches benutzen, habe ich jetzt soweit gar noch nie gedacht. Wer zu faul ist zum Abwaschen, kann hier die Teller, die Becher... Ist das genial, ein Abtropfbecken. Genau. Für die Man sollte dann aber bitte nicht den Ofen anmachen, ja, weil das ist aus Kunststoff. Wäre besser. Okay, dann ein großes Becken. Das ist da. Dann hast du ganz, ganz große Schubladen. Ich zeige es mal gerade, was natürlich wichtig ist. Auch hier natürlich mit dem Soft Closer für das Besteck. Wow. Unten die Schublade, mach mal auf bitte. Die unterste oder die mittlere? Ja, ist egal, die sind alle groß. Aber die ganz untere würde ich mal gerne sehen, weil oft sind es Klappen nur. Aber hier, Hier ist eine Klappe. Ja, der Vorteil ist bei den Klappen, du kannst ganz schwere Sachen unten reinstellen, die normalerweise die Schubladen belasten würden, wie zum Beispiel Dosenfutter oder irgendwas ganz Schweres, Wasserflaschen, die mache ich immer ganz nach unten. Das stimmt, weil ich meine, so große Schubladen verleiten eigentlich immer, dass man zu viel reinpackt und dann auch die Scharniere und auch das andere darunter leidet und sie gehen auf, oder? Von dem her gebe ich dir recht. Ja, Sergio, bitte setz dich da mal in die Ecke rein. Das ist ein geniales Konzept. Du hast also auf diesem kleinen Raum 3 Räume eigentlich. Du hast das Kinderzimmer, was du komplett noch vereinzeln kannst über diesen Vorhang. Den haben wir noch gar nicht gezeigt. Komm, das zeigen wir mal gerade. Denn du kannst hier zumachen. Das muss aber nicht das Kinderzimmer sein. Das kann auch, sag mal, die Mama sein, die keinen Bock hat auf den schnarchenden Papa oder sowas. Soweit, so gut, aber sicher nicht schalldicht, aber von dem her... Abgetrennt aber. Abgetrennt. Ich habe meine Ruhe. Ja. So, dann hast du diese riesen Sitzbank, die du natürlich auch zum Bett umbauen kannst. Das brauchst du jetzt nicht zu zeigen, das glaube ich dir. Das heißt, der Tisch ist absenkbar. Der Tisch ist absenkbar, vor allem halt der Vorteil von einem 246er Wohnwagen ist halt immer die Rundsitzgruppe in der Mitte, oder? Das hast du bei einem 230er nicht. Normal sind die ja im Heck, da habt ihr diese Lounge-Sitzgruppe, dann diese Home-like Schränke, die hier drin sind, die wirklich ganz anders aussehen von der Optik her wie alle anderen. Ich meine, ihr habt viele Anleihen hier drin aus dem Astella. Aber die Leute wollen ja teilweise auch nicht ganz Captain Future, sondern sie wollen dann so ein Mittelding und das ist hier gut gelungen, oder? Ich denke definitiv. Also neben dem 673er mit den 2 Aufbautüren ist der 613er definitiv ein Verkaufsschlager, kann man so sagen. Ja, ihr habt nachgedacht. Wenn man drüben nämlich mit Kopfhörer Fernseh guckt, ja, dann kann man hier mit Kopfhörer nochmal ein anderes Netflix-Programm gucken, oder? Genau, also der Fernsehgucker kommt sicher nicht zu kurz bei diesem Wohnwagen. Ja, viele machen da auch übrigens einen großen Bildschirm dran, schließen einen Laptop an oder sowas. Das Bett, das ist ein französisches Bett. Das ist natürlich in Verbindung mit dem Heckbett eine klasse Sache. Also wenn Leute nicht zusammen schlafen, das soll es geben. Dann hat einer hier, ich glaube, eine Spielwiese oder zum Beispiel Mama mit dem Kleinen oder sowas. Und der Papa, der muss dann nach vorne und umgekehrt. Für 3 Leute ein bisschen eng, oder? Für 3 Leute ein bisschen eng. Also ich sag 2, die sich gut verstehen, gar kein Ding. Ja, Heckbad? Heckbad, definitiv. Ja, du darfst ruhig mal reingehen. Dass wir sehen, du bist wie groß? Knapp 1,78. Ja, mach mal oben Hand. Man kann mal sehen, das heißt etwa 1,90 Meter, 1,90 Meter hast du Stehhöhe. 1,90 Meter kommt gut hin, ja. So, Beinfreiheit auf dem Klo wichtig. Was ist denn dahinter? Dahinter, das ist das Klapplavabo. Einfach runterziehen. Boah, ist das riesig. Ist groß, oder? Ist groß, ja. Dann hast du den Spiegel, das heißt, du guckst von oben rein. Und du kannst gleichzeitig Hände waschen und dich trotzdem in den Spiegel anschauen. Wie schön. Wie schön du bist. Ja, schau mal gerade. Da vorne ist die Dusche.
Dann die Kleiderstange ist mit drin, die wichtig ist, entweder Handtuchtrockner oder irgendwas. Genau. Also Klimmzüge würde ich jetzt nicht machen, aber ein Handtuch geht. Skikleidung oder so. So, das Ganze mit Alde, baut die Alde ein bisschen auf oder geht das mit der Fußbodenheizung auf der gleichen Höhe? Das geht, das geht, ja. Das gleiche Höhe? Gleiche Höhe. Okay, hier vorne hast du einen Ablass. Gut, wir sind ja immer noch im Wohnwagen. Wir haben keinen Abwassertank, oder? Hier, sondern es geht direkt raus. Es geht direkt raus, ja. Da musst du mit dem Rolltank arbeiten oder halt direkt mit dem Ablaufschlauch. So, sie gehen weiter. Die ganze Optik natürlich wie zu Hause sieht man hier. Grifflos, das ist glaube ich auch voll im Trend mit Push oder wie funktioniert es? Push hier. Nein, hier ist es auch mit dem Verriegelungssystem. Hier hast du wirklich nochmal schön Stauraum zum etwas aufhängen. Das fehlt bei vielen Wohnwagen, aber hier hast du wirklich nochmals... Ich habe eine ganz kleine Bitte für Sie, wenn ich Ihnen mal gerade was zeigen darf. Ja? Sie sind gerade eben reingekommen, haben gesagt Stockbetten, okay? Ja. Er baut mal gerade was um. Okay. Wie Sie das finden. Das würde mich sehr interessieren. Mich hat es eben ziemlich geflasht. Und das ist interessant, weil er kam rein und hat gesagt, oh, Stockbetten. So, es dauert... Geht ziemlich schnell. Ja, kein Problem. So, das ist Stockbett Nummer 1. Jetzt muss ich das Kissen noch wegnehmen, aber so wird es dann eigentlich dann aussehen, wenn das als Tagessitzgruppe umgebaut wurde. Ja. Das ist eine Lounge-Funktion, wo man also extra noch Fernsehen gucken kann. Polstergruppe sozusagen. Ja, richtig. Ja. Und da unten hat man also ein Bett. Was ist die Bette unten? 1,60 Meter mal 2 Meter? Ja, 2 Meter schon, aber nicht 1,60, ich denke 1,45. Und das wird dann gerade nochmal, oder? Hinten. Ja, genau. Wenn es gerade mal zeigst, wie es gerade wird. Weil jetzt wäre es ein bisschen unbequem. Ja klar, ich muss das nochmal schnell hochnehmen. Das kommt weg. Das Polster kommt weg. Er hat es mir nicht eben schon gezeigt, ja. Und das war ziemlich beeindruckend. Ja, deine Frau lacht schon draußen. Ihr habt auch Kids, oder? German Television. Ja, kennst du es? Ja, ja. Oh je. Ja, ja. Auch in der Schweiz sind wir bekannt. Ja, ja. Das ist aber schon krass, oder? Schön. Cool, oder? Jetzt kannst du dich reinsetzen. Jetzt, guck mal, da vorne ist der Fernseher, siehst du? Kannst du drauf machen, da können zwei Leute gedrängt Fernsehen gucken. Spitze. Gefällt dir gut? Ja. Also das war so die Idee, dass man sagt, wenn man mal die Kinder mitnimmt, flexibel. Ja, genau. Und hinten hast du dein Queensbett, guck mal. Ja, das ist cool. Gefällt dir? Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir. Dein Vorname? Stefan. Aus? Betterkinsen. Wo ist denn das? Zwischen Burgdorf und Solothurn. Zwischen Burgdorf und Solothurn? Ja, genau. In der Schweiz. Dankeschön. Bitteschön. Ciao, ciao. Tschüss. Aber das begeistert die Leute, oder? Ich glaube, der Wohnwagen kommt sehr gut an, ja. Okay. Preis von dem? So wie er ausgestattet ist, ich müsste noch mal schnell... Komm, wir schauen mal zusammen. Das mal gucken. Weil es ist erklärungsbedürftig. Wir haben GfK. Das allein ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Der Wiederverkaufswert von Adria ist gut. Ja, so sicher, im Moment sind die Preise sowieso stabil und vor allem, du hast hier einen Grundpreis von 28,4. Mit den Zusatzoptionen kommt das Fahrzeug, so wie es da steht, es blendet ein bisschen. 32,88. Ja. Also ich denke, für so einen Wohnwagen sicher ein gerechtfertigter Preis und man bekommt schon etwas Gutes. Stoffe und so weiter kann ich wählen? Ja, kannst du wählen, ja. Okay, klasse. Ja, da steht er. Adora 613 PK, Hammer-Wohnwagen. Nicht zu klein, nicht zu groß. Also die Leute lieben auch Einachser, lässt sich gut rangieren. Im Mover kein Problem, oder? Mover kein Problem, ja. Also bei dieser Größe würde ich so oder so einen Mover klar empfehlen, aber beim Doppelachser wird es dann schon schwieriger. Mover heißt Fernbedienung, ich brauche nicht mehr drücken. Das Ding fährt sich wie von alleine, wie von Geisterhand. Mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt auf dem Parkplatz, oder? Schon, ja. Also Anfang. Manchmal schauen die Leute ein bisschen erstaunt, wenn da der Wohnwagen sich selbst bewegt, aber die finden das gut. So ist es, ja. Einachser. Ja, wenn da mein Reifen platzt, denken die Leute immer, platzen die ganze Zeit, oder? Also ich habe jetzt seit 5 Jahren keinen einzigen Reifen. Sehr schön, das wollte ich hören. Komm, wir gehen mal kurz da vorne. Habt ihr eine Landkarte? Und da kannst du mal gerade mit dem Finger drauf zeigen, wo ihr seid. Denn ihr habt ein ganz dichtes Händlernetz bei Adria. Stimmt, ja. Ihr seid wo? Wir sind eigentlich zwischen Zürich und Rapperswil, nicht ganz in der Mitte, in Mönch-Altdorf, Zürich-Oberland. Mönch-Altdorf. Ja. Sind da Berge? Ein kleiner Hügel. Okay, aber keine großen Berge. Nein, die Berge sind ziemlich nah, wenn du Skifahren willst. Genau, zeig mal, da unten ist Chalet oder so. Chalet, ich gehe meistens hier in Graubünden. In Graubünden, ja. So. Und du bist die Nummer 5. Ja. Ich zeig mal gerade, wo wir die finden. Habt es ja einfach gemacht. Zürich, Rolf Pedroni. Das ist mein Papa. Echt, ist dein Papa? Ja. Der hat das aber gut gemacht. Der macht das schon lange, oder? Der macht das schon lange.
gezählt habe ich nicht, aber es sind sicher über 20 Jahre. Sag mal so, als Junior in der Campingbranche, das heißt, du bist als Dreijähriger schon da irgendwie rumgeflitzt oder wie? Ja, so angefangen hat es eigentlich wirklich, dass wir einen Adria Alpina in die Berge gestellt haben und so eigentlich unsere ersten Campingerfahrungen gemacht haben, ja. Sag mal, Sergio, das wäre doch eigentlich auch hier die Wohnwagen, die da sind, Astella und Co. Das sind für viele Schweizer auch so Zweitwohnsitze, die dann teilweise auch mal stehen lassen, oder? Auf dem Privatgrundstück, oder? Definitiv, vor allem beim Astella haben wir es eigentlich meistens so gemacht, dass wir den Camper direkt auf den Campingplatz geliefert haben. Und Der bleibt da stehen. Der bleibt stehen, ja. Also ist das. Das ist der kurze, gell? Das ist der kurze, der neue. Ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Heute 1. November 2021. Genau, Du bist wie alt? 28. Hast du gut gemacht. Also, Danke. weil die meisten Junioren wollen ja nicht in die Fußstapfen der Papas treten. Aber das war für dich gesetzt, oder? Ja, nicht immer, aber das Leben hat manchmal, ja, kannst du dir mehrheitlich nicht aussuchen, aber es macht Spaß. Das Ehrlich? ist mein 7. Salon bereits. Gut, heute ist Montag, muss man sagen. Ja. 5. Tag. Also wenn du jetzt in Düsseldorf wärst, nach 10 Tagen, Ja, dann bist du durch. dann bist du richtig durch. bist du Aber ihr habt hier wirklich Tausende von Leuten durchgeführt. Ja, vielen, vielen Dank, Sergio. Ciao. Ciao.